Hallo, heute sind wir bei Melodies Kinderparadies. Hier sind wir jetzt gerade in der schönen Stadt Mönchengladbach. Ja, hier sind wir gerade in der Außenlage bei unseren Trampeltieren. Man sieht, wir haben hier andere Möglichkeiten. Hier haben wir ein größeres Gehege als in der letzten Stadt. Viele sagen immer, das ist Stress für den Tieren. Wir können aber sagen, dass es ein abwechslungsreiches Leben ist für unsere Tiere. Hier haben unsere Tiere große Felsen, dicke Bäume, Sand, wo sie sich drin wühlen können. Und ja, wir bieten unsere Tiere ein abwechslungsreiches Leben hier. Wir haben auch aktuell 2 Jungtiere. Wir suchen noch einen Namen, wir haben noch keinen. Und ja, die geht es eigentlich auch ganz gut. Die genießen hier gerade die Sonne. Die Höcker sind natürlich noch ganz weit unten, aber das muss natürlich auch so sein, damit die halt bei der Geburt keine Probleme kommen. Damit die halt nicht festhängen. Und bei den einen fangen die an, sich langsam schon aufzustellen. Und bei den anderen halt ein bisschen später. 2 unserer Trampeltiere, die sind bei uns nur auf Besuch, die sind zur Ausbildung, die werden ausgebildet als Therapietiere. Das ist einmal unsere Jasmin und unsere Clara. Die sollen halfterführig gemacht werden und irgendwann mal zum Reiten genutzt werden für geistig behinderten Kindern und Kindergartenkinder. Füttern von die Gäste lassen sich schon perfekt und ja, jetzt müssen die halt einfach nur noch geritten werden und ja, das werden die wahrscheinlich auch die nächsten Tage schon mit sich machen lassen. Wie man sieht, in der letzten Stadt hat unser Ali noch richtig dickes Fell dran gehabt. Jetzt ist es hier bis nackt auf der Haut. Und unsere Gina, die hat schon wieder ein ganz kleines Fell bekommen. Das muss aber natürlich auch so sein. Die haaren einmal komplett ab. Und wenn die abgehaart haben, dann kriegen die einmal so eine Felllänge von so einem Zentimeter, damit die halt auch keinen Sonnenbrand kriegen. Also das ist der Ali, ja? Ja.
höre mich mal ab. Ja, alles bestens. Hört sich prima an. Hat ein gutes Sportlerherz. War der gerade in der Brunft? Ja, der ist gerade in der Rumwallung, geht jetzt langsam raus. Geht auch gerade aktuell der neuen Fellwechsel. Ne? Also Ja, dafür sieht er doch noch ganz gut aus, dass er in der Brunft ist. Der Hocker ist ja nur so ein bisschen unten. Ja. Das wissen ja eben die wenigsten, ne? Dass die Höcker auch mal umfallen bei männlichen Kamelen, wenn die in der Brunft weniger fressen. Also der sieht für mich für einen Kamelhengst in dieser Jahreszeit sehr, sehr gut aus. Ne? So, Chip hat er bestimmt auch, ne? Ja, Chip können wir auch mal gleich auslesen. Das machen wir mal. Komm her, mein Schatz. Eher Schulter oder Hals? Wo habt ihr den so gesetzt? müsste das sein an der. Ja, haben wir schon. Gut, Ja, das ist er. perfekt. Siehst du wohl. So, Füße sehen auch gut aus. Ja, soll ich mir da noch mal die eine, die hier schon mit dem Fellwechsel fast durch ist, wollen wir uns die mal angucken? Ja, können wir auch mal. Was war denn da los? Von der habe ich ja schon was gehört. Ja, aber wir hatten das Veterinäramt hier gehabt und die haben von uns eigentlich verlangt, dass wir das Tier, die überschüssigen Haare, also die was locker sind, die machen wir natürlich ab, aber die waren halt so fest und die mussten wir dann halt einfach ein bisschen rausziehen und es tat wohl das Tier auch weh und seit dann habe ich jetzt nicht so eine gute Bindung gerade mit der, weil eigentlich fällt das so gut wie alleine ab, aber ja, das war die wohl dann zu wenig. Und jetzt habe ich halt ein bisschen Problem mit das Kamel da wieder gut ranzukommen. Jetzt muss ich erstmal wieder mit viel Futter und Geduld da rangehen. Ne? Naja, eigentlich hilft man im Fellwechsel ja, indem man das lose Fell einfach rauszupft. Ne? Da würde ich ja nie, wer mir an der Haare mit Gewalt reißt, den spucke ich dann auch an. Ne? Aber das Tier ist doch in einem guten Ernährungszustand. Ja, die ist in einem Top-Zustand. Das ist halt unsere Mutter von der Kleinen. Gibst du dem Kamel nicht auch eine Geschichte? Ja, eine Geschichte. Die Tiere haben. Ich muss sagen, hier in Neuss hat es große Geschichte gemacht. Also mit Gina hatten wir mehr Presse wie mit den Zebras oder mit den Kamelen. Wir mussten uns anhören, dass dieses Tier abgemagert ist, was natürlich nicht der Fall Was? ist. Ja, also man sieht ja allein schon, viele meinen ja immer, das ist ein Wassertank oder sowas. Die brauche ich das nicht erklären, aber für diejenigen, wo das halt nicht wissen, das ist ein Fettspeicher. Man kann sich den vorstellen wie so ein Schwamm aus 1000 kleinen Bläschen. Und die sind prall gefüllt bei uns, das Tier. Und dass man hier ein bisschen leicht auf der linken Seite ein bisschen, kommt gerade auch an, wie auch die Sonne scheint, das ist halt auch so eine Perspektive immer, dass man da so ein bisschen, ja, die Rippen vielleicht sieht oder so, das ist ganz normal. Das sieht man sogar bei unseren Ali und unser Ali ist sogar übergewichtig, der ist ein bisschen sogar schon zu dick. Das finde ich auch. Der hat einen ganz schönen Stecknacken, habe ich da eben also, gesehen. Der hat schon, der ist also wesentlich eigentlich ein Kamel, wenn das in gutem Zustand ist. Viele meinen ja immer, dass er kriegt einen guten Bauch oder so. Hier führt man auch ein bisschen die Rippen. Ein Kamel, wenn das dick ist, das ist dann hier oben. Der hat dann hier wie so ein Fettpolster. Hier ist die Masse, hier ist das Fette. Und hier, selbst hier bei uns in Ali, da merkt man auch, und jetzt hat er halt ein bisschen die Haare drauf, aber wenn die Haare ab ist, sieht man das genauso. Und man sieht diese großen Höcker. Dafür, wie gesagt, dass er gerade in der Brunst ist, ist es top. Also, er ist in einem Top-Zustand. Dieses Kamel ist von gutem Ernährungszustand, Herr Kübler. Die beiden Höcker stehen, dass ich hier geringgradig die Rippen fühle, ist völlig normal. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich würde einen Neufundländer oder eine Perserkatze scheren.
Das sieht dann genauso aus. Wenn ich das so nicht hätte, dann würde ich Ihnen sagen, Mensch, Sie haben aber ein verfettetes Kamel und dann müssten wir auf die Leber Acht geben. Die ist ehrlich gesagt ideal. Dass die jetzt so vom Fell her aussieht, mein Gott, die Tiere sind im Fellwechsel. Auch das ist völlig normal. Ne? Da muss man dann im Winter mal herkommen und sich die Pracht im Winter ansehen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.